Die hat dann dafür gesorgt, dass meine Schwestern allesamt schon gebadet waren. Bloß ich bin übergeblieben. Dieses so benutzt werden, so zum Stück Dreck, was irgendwer benutzen kann, das hinterlässt ganz, ganz tiefe Beschämung. Ursprünglich hatte ich vor, ihn an seinem 60. Geburtstag vor der gesamten Verwandtschaft zur Rede zu stellen. Du hast mich als Junge missbraucht. Ich will, dass du heute hier vor allen dazu dich bekennst und da was dazu sagst. Ich wollte meine Mutter vorbereiten und habe ihr das gesagt. Er hat gesagt, wenn du das machst, bringe ich mich um. Und das war für mich der Bruch mit ihr. Herzlich willkommen zu Spielverderber, dem Podcast von und für Betroffene von sexualisierter Gewalt in der Kindheit. Mein Name ist Dennis Prinz. Auch ich bin Betroffener, habe über 25 Jahre geschwiegen, doch damit ist jetzt Schluss. Heute mein Gast Thomas Schlingmann, selbst Betroffener und Mitgründer von Tauwetter e.V. Es gibt ganz viel Nostalgie aus den 80ern, aber auch vieles, was uns unterstützen kann. Viel Freude mit Thomas Schlingmann. 23. September 2024. Ja, Tommy, du warst, glaube ich, die zweite Person, der ich jemals davon erzählt habe, dass ich in meiner Kindheit sexualisierter Gewalt ausgesetzt war. Ich bin damals in die Beratungsstelle gekommen und ich glaube, es ging um die Selbsthilfegruppe. Und dann saßt du dort und noch eine Kollegin. Und ja, das war für mich ein ganz einschneidender Moment. Das kann ich mir vorstellen. Es ist für mich damals, wie ich das erste Mal andere Männer getroffen habe, ähnlich gewesen. Also dieser Schritt raus aus dem Schweigen die ganze Zeit, mit anderen ins Reden kommen, ich glaube, das ist für alle was ziemlich Entscheidendes. Nun ist es so, dass du Tauwetter mitgegründet hast, weil du auch Betroffener bist. Ich glaube, der Betroffenheitsansatz war und ist immer sehr wichtig gewesen bei Tauwetter. Vielleicht für unsere Zuhörenden, wir befinden uns Ende September. Nach fast 30 Jahren Aktivismus verabschiedest du dich Ende der Woche? Ja. In den wohlverdienten Ruhestand? Ich werde es versuchen zu genießen. Ich bin gespannt, ob du es genießen kannst. Vielleicht, bevor wir intensiver versuchen, auch Tauwetter zu verstehen, würde mich interessieren, der Betroffenheitsansatz, die sexualisierte Gewalt, die du erlebt hast. Warum glaubst du, ist das so wichtig, um darin zu arbeiten? Die meisten denken ja, dass es erstmal wichtig ist, wir reden von Betroffenen kontrolliert, also weil der Kontrollmoment, dass die Einzelnen über sich Kontrolle haben, ist was für uns total wichtig ist. Die meisten denken ja, dass es wichtig ist, weil Betroffene verstehen sich untereinander spontan. Stimmt überhaupt nicht. Also Betroffene können genauso aneinander vorbeireden wie alle anderen auch. Was aber ein großer Unterschied ist, dass du als Betroffener in dieser Gesellschaft, wenn du versuchst, darüber zu reden, wenn du versuchst, mit Menschen darüber in Kontakt zu gehen, was dir passiert ist, bestimmte Erfahrungen machst. Als männlicher Betroffener. Von diesem schräg angesehen werden, bis zu die Leute verstummen und die ganze Palette. Es gibt heute immer noch welche, die sagen, wie Jungs passiert das auch oder so. Ja. So. Und diese Erfahrung, die ist ja im Grunde das gewesen, was uns dazu gebracht hat, die Anlaufstelle zu gründen. Ja. Und diese Erfahrungen verändern sich. Heute machen Menschen andere Erfahrungen in der Bearbeitung. Deshalb hatten wir es für total wichtig, dass Betroffene, die diese Erfahrungen gemacht haben, in der Bearbeitung der Gewalt, die das reflektiert haben, die zum Beispiel Erfahrungen gemacht haben mit den Traumaambulanzen, mit dies, mit das, dass die bei Tauwetter arbeiten und dass diese Erfahrungen immer wieder einfließen, damit Tauwetter sich immer weiterentwickelt. Du selbst bist geboren in Bielefeld. Genau, ja. Ich möchte gern immer, wenn möglich, versuchen einzugrenzen, wer waren die Täter, in welchem Kontext ist die Gewalt passiert. Magst du dazu etwas teilen? Ich weiß 2 Sachen sicher. Das eine ist sexualisierte Gewalt, die ich durch meinen Vater erlebt habe, vom ungefähr 10., 11. Lebensjahr bis 14., 15. Und sexualisierte Gewalt durch andere Männer
18. bis ungefähr 21., 22. Lebensjahr. Ich habe eine sehr dumpfe Erinnerung, aber das ist eher auf einer Vermutungsebene, dass irgendwo im Alter von 1,5 Jahren was passiert ist. Okay. Mit deinem Vater, du hast mir vorher erzählt, Vater war in der HJ, gewalttätig, nicht nur sexualisierte Gewalt, sondern überhaupt, du bist aufgewachsen mit 3 Geschwistern. Ja. Wie war vielleicht der Wechsel auch von der physischen mit verprügelt werden zur sexualisierten Gewalt? Was hat das ermöglicht überhaupt? Also der Punkt ist, ich glaube, er war ein sehr autoritär orientierter und autoritärer Mann. Und das ist die Klammer im Grunde zwischen beiden. Ich glaube, er hat nicht körperliche Gewalt eingesetzt, um mich sexuell zu missbrauchen. Das hat er viel geschickter gemacht. Irgendwo, da kamen so Sachen wie, irgendwie soll ich dir mal zeigen, wie ein Präser funktioniert. Oder, also so, das wurde irgendwie in solche Geschichten verpackt, was er da gemacht hat. Die körperliche Gewalt hat es in dem Kontext nicht gegeben. Körperliche Gewalt war aber eine permanente Drohung, wenn irgendetwas passierte, was ihm nicht passte. Aber er brauchte mir in dem Kontext überhaupt nicht zu drohen. Dazu war ich viel zu naiv. Dazu war er für mich eine viel zu große Vertrauens- und Autoritätsperson. Was der macht, ist schon richtig. So, da sind überhaupt keine Zweifel aufgekommen. Wie war es möglich, dass das unentdeckt blieb? Ich weiß nicht, ob unentdeckt richtig ist. Es hat zum Beispiel solche Vorbereitungsszenen gegeben, wo er hatte eine Drogerie, ein Geschäft und ist samstags nach der Arbeit nach Hause gekommen und hat uns Kinder alle gebadet. Und meiner Mutter kam das komisch vor. Was macht der da? Warum macht der das? Und sie hat dann dafür gesorgt, dass meine Schwestern allesamt schon gebadet waren. Bloß ich bin übergeblieben. So, ist es unentdeckt geblieben? Wie viel ist unentdeckt geblieben? Ich weiß es nicht, ob meine Mutter das da nicht hingucken wollte, ob sie nicht hingucken konnte, weil sie selber ja in diesem Machtverhältnis, wo er also so ein dominanter Typ war, auch drin steckte. Ich weiß es nicht genau. Und jetzt diese Badewannensituation, du hattest mir auch erzählt, also dass so von ihm kontrollierte Räume so wichtig waren. Die sexuellen Übergriffe haben immer stattgefunden, wenn er die Situation kontrollieren konnte. Wenn er wusste, dass meine Mutter nicht kommt, also Badezimmer zum Beispiel, da war er ziemlich sicher, dass sie nicht reinkommt, während er da uns am Waschen ist oder mich dann am Waschen war. So, weil das lief ungefähr so, sie hatte meine Schamgrenze zu respektieren und durfte nicht reinkommen, während ich bade. Grandios. Aber er trampelt durchs Gemüse sozusagen. Und andere Situationen war irgendwo, wenn er abends gekommen ist, mir gute Nacht sagen, in den Situationen, wo meine Mutter abends nicht da war. Weil sie den Volkshochschulkursus belegt hatte zum Beispiel. Das heißt also, er hat es schon durchaus geplant, wann gibt es einen sichereren Raum für ihn, das zu machen. Geplant oder eben Gelegenheiten sehr gut erkannt und schnell ergriffen. Also er muss ein klares Unrechtsbewusstsein gehabt haben, sonst hätte er diese Vorbereitungen oder diese Heimlichkeiten nicht machen müssen. Unrechtsbewusstsein klingt schon so, als würde jemand Verantwortung übernehmen. Also eher so wie im Sinne von, er wollte auf jeden Fall verhindern, dass er erwischt wird. Er wollte verhindern, dass er erwischt wird und er wusste, dass er Ärger dafür kriegen kann. Ja. Und in dem Sinne wusste er, was er tut, ist Unrecht. Und da braucht er sich nicht rauszureden irgendwo. Mhm. Du hast mir erzählt, du bist dann in der Schule ein bisschen... Man könnte es freundlich formulieren, ich wurde auffällig. Auffällig. Also, ein Lehrer hat gesagt, du hast einen großen Gerechtigkeitssinn entwickelt und dafür auch mit Fäusten eingestanden. Ich bin sehr schnell sehr viel in Schlägereien geraten, ja. Und zwar genau in der Zeit, wo das passiert ist. Wir sind jetzt so 11, 12. Wir sind im Alter von 11, 12, genau. Und der Lehrer hat dann gemerkt, irgendwas ist da nicht okay. Also, und das finde ich auch manchmal nochmal wichtig zu erinnern,
selbst in der damaligen Zeit konnte ein Pädagoge zwar vielleicht, weil er das Wissen nicht hatte, nicht genau wissen, was los ist, aber merken, dass es seinem Kind schlecht geht. Das konnte er. Und dass es eine Veränderung gibt. Und dafür sorgen, dass dann was passiert. Also er hat dann dafür plädiert, dass ich in ein Internat komme. Im Prinzip eine gute Idee. Hat aber einen kleinen Haken gehabt. Welcher? Ferien. In den Ferien ist es weitergegangen. Das heißt, du warst in der Situation, wo du eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, regelmäßig sexualisierter Gewalt von deinem Vater ausgesetzt warst. Ja. Über Jahre oder viele Monate. Dann gab es das Internat und Ja. in dieser Internatszeit, in den Ferien ging es dann weiter. Ja. Und dann bin ich ich wollte aus dem Internat raus und habe mich mit meinen Eltern darauf geeinigt, dass ich ein Jahr in die USA komme, sozusagen nicht als Austauschschüler, aber ein Jahr da zur Schule gehe. Und ich weiß nicht, was genau dahinter steckte, was deren Interesse war. Effekt war jedenfalls, wie ich wiederkam, da hatte ich gelernt, für mich selber einzutreten. Und meine Frage ist, wie hat dann die sexualisierte Gewalt aufgehört? Wie hast du es geschafft, dass es nicht weitergeht? Ja, genau dadurch, dass ich für mich selber eingetreten bin. Ich weiß die Situation noch sehr genau, er hat aus irgendwelchen Gründen wollte er mir eine Ohrfeige geben oder hat mir eine Ohrfeige gegeben oder sowas. Also irgendeine Wo sind wir? Bestrafungssituation. Wieder zu Hause? Wir sind wieder in Bielefeld. Wir sind in einem Gebäude, wo es einen Anbau gibt und wo eine Flur zu dem Anbau runtergeht, leicht abschüssig, vielleicht so 1,5 Meter breit, eine Tür noch zur Waschküche und so weiter. Und dort hast du gewohnt, da war dein Ich habe Zimmer. in dem Anbau gewohnt, Ja. genau. So. Meine Mutter und meine Geschwister stehen drumherum. Ja, du wolltest was fragen. Ja, vielleicht ganz kurz nochmal, also dieser Drogist, also es gab irgendwie schon auch Geld, wahrscheinlich gutes Ansehen, also Ja. so ein Aufsteiger, Also das war so- Westberlin, Westdeutschland. Genau. Ja, aber schon Westen. Das war sehr deutlich irgendwo. Also wie ich später dann Menschen aus dem Osten kennengelernt habe, das ist eine Westbiografie mit dieser Aufsteigermentalität. Also das war sehr dieses kleinbürgerliche, was werden wollen, selbstständig sein, irgendwo aus einem Elternhaus kommen, irgendwo die einen Tabakhandel hatten, irgendwo, wo er aber nichts geerbt hat, weil da waren mehrere Brüder und er kam irgendwo da in einer Reihe, nicht früh genug dran und dann selber sich was aufbauen und ein Geschäft haben, ein Geschäftsmann sein. Also so, das war so das so. Und da drin irgendwo sehr, ich sag mal, sehr aufbrausend, sehr schnell gewalttätig. Und diese Gewalt, jetzt sind wir vielleicht kurz wieder in diesem Anbau. Genau. Du warst ein Jahr in den USA, hast Und da er vielleicht will- ein bisschen was für dich mitgenommen auch. Und Ja. was passiert? Ich weiß nicht warum, er will mir wieder eine scheuern. Ja, Und ich schlag zurück, zum ersten Mal. zum ersten Mal. Und es entwickelt sich eine Schlägerei zwischen ihm und mir. Deine Familie steht drumherum. Ja, meine Schwester und meine Mutter stehen drumherum, schreien, haben mir hinterher gesagt, sie hatten Schiss, dass wir uns totschlagen. Ich kann mich nicht entsinnen, dass es so zugespitzt war, aber ich war nicht mal bereit, klein beizugeben. Und Du haust das war zurück. das, Was macht er? er schlägt nochmal zu, ich schlafe wieder zu. Also es entwickelt sich richtig so, wie zwischen zwei, ich sage jetzt mal, Jugendlichen, batsch, batsch, die Ohrfeigen und irgendwann gehen die Fäuste und dann wird irgendwann getreten. So. Richtig eine Schlägerei, wie man sich das vorstellt. Und der Punkt ist einfach, natürlich war ich vorher in Schulhofschlägereien auch verwickelt. Also wir vergessen bitte nicht, ich bin Jahrgang 58. Da war es eine bestimmte Normalität, dass sowas unter Jungs stattfand. Jetzt sind Aber wir ihm frühe gegenüber- 70er, oder? Ja, ihm gegenüber, nee, das war absolut undenkbar. Und was hat dieser Moment dann für dich verändert? Als erstes hatte ich das Gefühl, das hat überhaupt nichts gebracht. Ich habe den Kürzeren gezogen. Ja. Das Entscheidende ist aber gar nicht gewesen, wer da irgendwie gewonnen hat, sondern das Entscheidende ist gewesen, dass ihm in dem Moment klar geworden ist, mit mir ist es nicht mehr zu machen. Wenn du betroffen bist oder dich für das Thema interessierst, lass jetzt gerne ein Abo da. Das gibt uns Sichtbarkeit, diesem wichtigen Thema mehr Raum und hilft uns, gegen den Algorithmus anzukommen.
mich muss er respektieren, sonst rumst es. Er kann mich nicht rumkommandieren, mit mir machen, wie er will. Und das hatte dann den Effekt, dass ab da auch keine sexualisierte Gewalt mehr stattfand. Das war das Ende. Das war das Ende. Ich weiß nicht, ob es sowieso zu Ende gewesen wäre, weil ich war dann inzwischen 16. So, aber für mich ist es das Gefühl, ich habe es beendet. Ich möchte ein bisschen springen. Ja. Tommy, ich nehme an, du bist dann auch relativ früh aus der Familie weg. Sobald es möglich war. Ich hatte Abi und habe mir Zivildienstplatz extra außerhalb gesucht. Und dann nach Berlin? Und dann nach Berlin, genau. Mit 18, 19? Nee, da war ich schon 20. 22 war ich, wie ich nach Berlin kam. Und dann bist du so in eine aktivistische Szene, in der Hausbesetzer-Szene Ich war in der eingestiegen? Hausbesetzer-Szene, genau. Also im autonomen Flügel sozusagen der Hausbesetzer-Szene. Und da waren für mich sehr wichtige Prozesse, dann wieder, weil die Auseinandersetzung mit den anderen, mich auf andere Menschen einzulassen und zu dieses, was ich vorher hatte, alleine, ich lasse es mit mir nicht machen, sondern wir stehen hier zusammen zu finden. Das war natürlich toll. Und in dem Zusammenhang tauchten dann auch die ersten Auseinandersetzungen auf um Ängste. Weil natürlich, wenn du da zusammen probierst, was zu machen, wenn du zusammen ein Haus besetzt, du machst was Illegales, du musst damit rechnen, geräumt zu werden. Da kann man Angst haben, ja. So, also das heißt, du musst dich damit auseinandersetzen gegenseitig, wie gehe ich mit meinen Ängsten um. Du weißt, wenn du auf der Straße bist, in einer Demo oder so, und du hast Muffensausen hoch 10, dann wird das keine gute Demo. Das heißt, du musst anfangen, dich darüber auseinanderzusetzen. Und das sind so dann die Sachen gewesen, worüber ich überhaupt erstmal einen Zugang wieder zu meinen Gefühlen gekriegt habe, wo ich vorher sehr stark auf Funktionieren nur gepolt war. Wenn du sagst Zugang zu Gefühlen, wann war denn der erste Moment, wo dir klar wurde, ich habe sexualisierte Gewalt erlebt? Es ist ein bisschen merkwürdig. Er hätte jederzeit sein können, weil die einzelnen Handlungen habe ich alle, wenn man mich gefragt hätte, gewusst. Die waren nie weg. Aber ich habe den Begriff sexueller Missbrauch, sexualisierte Gewalt dafür nicht verwendet. Ich hatte damals eine Partnerin, die hat mir berichtet, was ihr passiert ist von der sexualisierten Gewalt. Ganz kurz, wie alt sind wir jetzt? Ich bin Anfang 30. Okay, also erstmal gibt es eine Phase, wo du in Berlin in der Hausbesetzer-Szene aktiv bist und ein aufregendes Leben vielleicht führst und das erstmal gar kein Thema war, sondern zum ersten Mal mit Anfang 30. Anfang 30. Ja, also meine Betroffenheit war kein Thema. Ja. Natürlich war sexueller Missbrauch, sexuelle Übergriffe gegenüber Frauen, Vergewaltigungen waren die ganze Zeit Thema. Aber den Link zu dir hast du in deinen 20ern nicht gemacht? Nein, den habe ich nicht gemacht. Sondern was passiert? In welcher Situation verändert sich das? Das verändert sich in der Situation, wo ich eigentlich mit mir selber sehr unzufrieden bin, weil ich feststelle, dass ich eigentlich nicht richtig beziehungsfähig bin, dass ich Beziehungen immer nach einer bestimmten Zeit, ich sage es jetzt mal so, zerstöre und dafür sorge, dass ich verlassen werde und dann bin ich wieder das arme Opfer. So. Und diesen Kreislauf habe ich erkannt und ich wollte ihn ändern und ich habe es nicht hingekriegt. Es war wieder so. Also hatte ich das Gefühl irgendwo, ich bin so was Ähnliches geworden wie das, was ich nie werden wollte, nämlich wie mein Alter. Das war erstmal das Bild, was du Das war das hattest. Bild, was ich hatte und ich war ziemlich fix und fertig mit der Situation. Und was ist dann passiert? Dann hat meine damalige Partnerin von der sexualisierten Gewalt, die sie erfahren hat, mir erzählt. Und ich bin losgegangen, weil ich habe mir Sorgen um sie gemacht. Vielleicht kurz, dass ich es verstehe. Ja. Also sie hat sexualisierte Gewalt erlebt in einem anderen Kontext. Genau. Hat dir davon erzählt. Ja. Und damit hast du dann was gemacht. Ich habe mir erstmal Sorgen gemacht. Ja. Was heißt das jetzt? Was muss ich tun? Das ist ja, also die Bilder irgendwo, das bedeutet lebenslänglich, das ist was ganz Schlimmes und so weiter, da kommt man nie drüber weg. Die waren ja schon da. Das heißt, ich dachte, oh Gott, was muss ich jetzt tun? Ich muss mich ganz dringend informieren, was ich zu tun habe. Jetzt, so, habe eine gute Bekannte, die damals bei Wildwasser arbeitete.
Vielleicht kurz für die, die es nicht kennen. Wildwasser ist die, glaube ich, größte Organisation für weiblich Betroffene von sexualisierter Gewalt. Und Wildwasser auch damals dann, wir sind in den 80ern, denke ich. Wir sind in den 80ern auch noch wesentlich mehr in Richtung Aktivismus. Selbstbetroffene. Mehr Selbstbetroffene, ja. Auch eine stärkere Verzahnung mit der, ich sag mal, sozialen Bewegung, in der ich auch selber am Gange war. Und du triffst also eine Freundin, eine Bekannte, die bei Wildwasser engagiert ist, arbeitet. Und ich frage die, was ich tun soll. Wo seid ihr? Wir sitzen in Kreuzberg in der Kneipe in der Wrangelstraße im Kuckucksei, was damals. Im Kuckucksei. Ja. Und du fragst die Freundin, was soll ich machen? Was soll ich machen? Was muss ich tun? Und irgendwie habe ich irgendwann in dem Gespräch erzählt, die einzelnen Situationen, die mir selber passiert sind. Und da hat sie, ich weiß nicht, wie es dahin gekommen ist. Vermutlich hat sie gefragt, kennst du selber sowas Ähnliches, was hast du damit zu tun? Und ich irgendwo, ja, so und sowas habe ich schon erlebt, aber irgendwie abgebügelt. Und dann sagt sie mir ganz klar dazwischen, weißt du, was du mir gerade erzählt hast? Du hast mir erzählt, dass du selber sexuell missbraucht worden bist. Und wie ich das gehört habe, da hat es Klack. Da ist diese ganze Barriere und Sperre, die da war, zwischen dem, was ich erlebt habe, und dem Begriff. Und mit dem Begriff auch dem, was es bedeutet, sexualisierte Gewalt zu erfahren. Die war weggebrochen. Und schlagartig waren die Sachen zusammen. Wie ging es dir dann? Gut. Gut. Ja, aus einem ganz verrückten Grund. Ich habe das ja erzählt, ich war vorher in einer Situation, dass ich dachte, ich bin wie mein Alter irgendwo, ich verhalte mich wie ein Schwein, so immer wieder. Und dann dachte ich, jetzt weiß ich warum. Jetzt habe ich einen Faden, wo ich lang kann und womit ich eine Möglichkeit habe, was zu ändern. Weil du so eine Klarheit gefunden hast. Ja, dass das nie so monokausal ist, dass man nie sich so verhält wegen nur einer Geschichte, vollkommen klar. Das habe ich dann später auch kapiert. Aber es war erstmal die Erleichterung. Es war mir vorher etwas absolut Unerklärliches, warum ich mich so verhalte. Und plötzlich wurde klar, ja, das könnte einen Sinn geben. Könnte einen Sinn geben mit dem, was ich zum Beispiel weiß, irgendwo so. Sexualisierte Gewalt durch Beziehungspersonen, durch enge Vertraute, führt dazu, dass du Schwierigkeiten hast, Beziehungen zu führen. Klack, da habe ich es plötzlich. Und warum, Tommy, glaubst du, hat das so lange gedauert? Für mich, ich habe es eingangs erwähnt, du warst Person 2, der ich davon erzählt habe. In einem ähnlichen Alter wie ich? Noch älter. Ich war 37, als ich zum ersten Mal in dieser Klarheit meinem Freund, meinem Partner erzählt habe. Und ich glaube, danach warst du schon die nächste Person. Und ja, das ist sowas, was mich intensiv beschäftigt und auch traurig macht, dass es für mich auf jeden Fall so lange gedauert hat. Ich glaube, für viele dauert es sehr lange, für viele Männer. Es dauert sehr, sehr lange und ich glaube, das, was bei mir ein Grund gewesen ist, ist heute, hoffe ich, nicht mehr ganz so stark Grund. Nämlich, es gibt keine Worte dafür. Heute, wenn halbwegs die ganzen Präventionsprogramme funktionieren, dann kriegen Kinder mit, dass es sexuellen Missbrauch gibt. Kriegen sie mit, dass es sexuelle Gewalt gibt. Das heißt, es ist nicht das, was ich hatte. Was ist das überhaupt? Was ist da passiert? Das ist, wenn sie nicht mitkriegen, dass es das auch gegen Jungen gibt, immer noch ein massives Problem. Und das heißt dann noch lange nicht, dass wenn mir das mit Anfang 20 oder so klar wird, was da passiert ist, dass ich mich damit konfrontieren kann, dass ich mich darauf einlassen kann. Die ganzen Ängste sind ja unter Umständen noch da. Wie stehe ich dann da? Wenn irgendwas in dieser Gesellschaft nicht zusammenpasst, dann ist es doch Mann sein und Opfer sexueller Gewalt sein. Und bin ich dann noch ein richtiger Mann? Das ist ja das, ich sag mal als Jugendlicher, womit bist du da beschäftigt? Erwachsen zu werden. Was heißt erwachsen werden? Mann oder Frau sein. Gott sei Dank differenziert sich das inzwischen, aber das ist immer noch bei den allermeisten im Kopf. Ja. Ein richtiger Mann kann ich nicht sein. Ja, was nur? Also möglichst verstecken, möglichst wegschieben. So. Und all solche Sachen finden da, glaube ich, statt, weswegen das so schwer ist. Und dann kommt natürlich immer noch sowas dazu wie dieses so benutzt werden, so zum Stück Dreck, was irgendwer benutzen kann, gemacht zu werden. Das zerstört, das hinterlässt ganz, ganz tiefe Beschämung.
Ich bin kein richtiger Mensch. Ich werde wie ein Gegenstand behandelt. Mit mir kann man es machen. Ja, ich glaube, diese Entmenschlichung ist ein ganz wichtiger, gravierender Faktor darin. Und für mich war das auf jeden Fall so lange so weit entfernt. Ich habe alles Mögliche gemacht, um das wegzudrücken und es nicht an mich ranzulassen. Ich glaube, dieser Moment, wo man es dann schafft, das an sich ranzulassen, überhaupt diese Perspektive aufzumachen, mir ist das passiert, das ist, glaube ich, so ein Moment von großer Chance. Ja. Da kann sich jetzt was verändern. Ja. Ich bin dann bei Tauwetter in eine Selbsthilfegruppe gegangen. Das war alles sehr schön organisiert, wofür ich euch auch sehr dankbar bin bis heute. Ja. Das war früher, glaube ich, nicht so. Nein, Was hast du gemacht? Es war nicht so. Natürlich war es nicht so. Es gab nichts. So. Es gab gar nichts. Es gab gar nichts. Also du hast angefangen und hast über die Frauenzusammenhänge mitgekriegt, dass es offensichtlich mehr Männer noch gibt. Also komischerweise wussten die Frauen die Zahlen. Für uns Männer sah es immer so aus, das passiert den Frauen, aber uns nicht. So, die Frauen wussten irgendwo, nee, da gibt es einen ganzen Anteil von Jungs, denen das passiert. Die dann schon bei Wildwasser oder so engagiert waren. Ja, die Frauen, die bei Wildwasser engagiert waren, die im Thema drin waren. Und in diesen Zusammenhängen, aus denen hast du mitgekriegt und aus Büchern, es gibt noch mehr, es muss noch mehr geben. Ja. Und ich habe dann, da es nichts anderes gab, ich ein Flugblatt geschrieben. So, ein Flugblatt, in dem ich geschrieben habe, ich bin selber von sexueller Gewalt betroffen. Ich suche andere Männer, um mich zusammenzutun, damit wir als Aktionsgruppe was machen können dagegen. So. Das heißt, erster Impuls, Aktionsgruppe, politisch arbeiten, Ja. Das war ja auch so dein Background, wo drin du dich bewegt Genau. hast. Wie ist das, wie erfolgreich war das? Ich glaube, dass das im Prinzip etwas ganz Sinnvolles und Erfolgreiches ist im Nachhinein. Aber damals zu dem Zeitpunkt für mich persönlich nicht das Gelbe vom Ei. Ich habe andere Männer getroffen, also Reste einer Selbsthilfegruppe, die es gegeben hat, in einer begleiteten Gruppe so. Und mit denen habe ich dann angefangen, eine Selbsthilfegruppe aufzubauen. Von denen hat mir einer sehr klar gesagt, er findet das absolut richtig, politisch was zu machen. Dieses Thema ist ein hochpolitisches. Die Ursachen sind gesellschaftliche Ursachen. Wir müssen auf der Ebene arbeiten. Aber damit wir das können, müssen wir bei uns anfangen. Und das war etwas, das kannte ich, diesen Gedankengang. Den kannte ich aus den Gedanken, wenn ich auf der Straße stehen will und wir verlassen uns aufeinander, dann muss ich mit mir im Klaren sein. Das heißt, ich muss mich mit meiner Angst auseinandergesetzt haben, bevor ich bestimmte Schritte mache. Insofern war das eine Denkweise, die mir sehr vertraut war. Also war der Impuls erstmal jetzt nicht in den Aktivismus, nicht in die Aktionsgruppe, sondern wir machen jetzt erstmal Selbsthilfe und schauen, dass wir uns um uns kümmern. Solange das ging. Weil zeitgleich waren dann solche Sachen, dass es einen Pädo gab, der im Mehringhof eine Antifa-Jugendgruppe aufgebaut hat, was natürlich, da konntest du nicht zugucken. Da haben wir uns verhalten. Also es war eigentlich die ganze Zeit schon was Paralleles, aber mein persönlicher Fokus lag nicht darauf, eine große Strategie zu entwickeln, wie ich gegen sexualisierte Gewalt vorgehen kann, sondern viel stärker mich um mich zu kümmern. Und das, was vor meiner Nase auftaucht, natürlich positioniere ich mich und natürlich verhalte ich mich. Und insofern war das zwangsläufig eine bestimmte Maß von Aktivismus die ganze Zeit. Mich interessiert nochmal der Fokus auf die Selbsthilfegruppe. Ihr habt die Selbsthilfegruppe gebildet, die war für Männer. Ja. Ich glaube, ihr habt euch jede Woche getroffen. Ja. Mit welchen Erwartungen bist du in diese Selbsthilfegruppe reingegangen und was war es dann wirklich für dich? Ich wollte mich mit anderen zusammentun, die was Ähnliches erlebt haben. Ganz einfach irgendwo dieses Prinzip, mich in der ersten Person mich zu organisieren und zusammenzuschließen. Als Grundprinzip irgendwo so. Gleiche mit Gleichen. So. Und ich wollte einen Austausch. Ich wollte von denen mitkriegen, sind sie mit bestimmten Situationen umgegangen? Wie haben sie Sachen hingekriegt oder auch nicht hingekriegt? So.
Und ich wollte ein Stückchen gemeinsam, ja im Nachhinein würde ich sagen, ich wollte das Ganze ein Stückchen gemeinsam bearbeiten, bewältigen. Therapie kam für mich nicht in Frage. Warum nicht? Ich wollte nicht wieder eine Autorität haben, die irgendwo mir womöglich jetzt diesmal nicht körperlich Gewalt antun kann, sondern psychisch, indem sie mir im Kopf rumspuckt, irgendwas macht, irgendwo so. Nee. Das kam für dich nicht Das in kam für Frage. mich nicht in Frage. Ganz wichtig, Augenhöhe, gleich zu gleich und voneinander lernen. So, also Augenhöhe, nicht mehr alleine sein. nicht will mehr ich. alleine sein, von den anderen lernen, aber auch irgendwo, wo ich das Gefühl habe, ey, das habe ich doch ganz gut kapiert. Das der anderen mitteilen und dann manchmal festzustellen, nö, hast du doch nicht so gut kapiert. Manchmal, ja, doch, habe ich richtig kapiert. So, also einfach ein lebendiger Austausch über meine eigene Lebenssituation. Und ich habe das Normale, glaube ich, gehabt, wie ganz viele, wenn sie in die Selbsthilfegruppe gehen. Ich habe mich am Anfang nicht getraut, alles zu sagen. Ich war sehr vorsichtig, was sage ich, wie, was. Dieses alte Männerkonkurrenzteil, wie stehe ich da und so weiter, das reproduziert sich natürlich auch in den Gruppen. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, es gab keine Kultur des Sprechens für Männer Ja, und dass ihr das erstmal entwickeln musstet. ich glaube, das trifft nach wie vor zu. Das ist das, was wir damals hatten. Wir mussten überhaupt erstmal lernen, über uns zu reden, ohne alle anderen Platz zu machen oder ohne uns selber zu verstecken und alles nur, wie cool haben wir das im Griff. Ja. Dieses Ausbalancieren, dieses Zurechtfinden, eine gemeinsame Sprache entwickeln, das ist was ganz, ganz Zentrales, glaube ich. Ja. Ja, ich glaube, die Elemente, die du gerade beschrieben hast, die sind auch noch weiter aktuell. Wie lange warst du dann in der Selbsthilfegruppe? Wir haben insgesamt 6 Jahre Gruppe gemacht und dann 6 haben wir uns Jahre. aufgelöst, ja. Also ich sage gerne, man kann das erste Jahr abziehen, weil da haben wir die Gruppe aufgebaut. Wir haben uns kennengelernt, haben uns überlegt, haben Wildwasserleitfaden, Selbsthilfeleitfaden rangeholt. Wie wollen wir Regeln haben, wie wollen wir uns... Wir mussten ja alles organisieren. Wie lange wollen wir uns überhaupt treffen? Treffen wir uns wöchentlich? Oder wie, oder was? Wo treffen wir uns? Haben wir einen Anfang, haben wir ein Ende? Diese ganzen Sachen mussten wir entwickeln, haben ganz viel ausprobiert, lustige Sachen ausprobiert, irgendwo so, wo ich heute noch drüber grinsen muss, irgendwo sowas. Einer hat mal mitgebracht, er hätte eine Schüttelmeditation gelernt. Ah ja. Ja, es war eine der amüsantesten Geschichten. Wir konnten vor kichern fast nicht, aber hat nicht funktioniert, haben wir nicht weitergemacht. Aber wir haben ganz viel ausprobiert. Ganz einfach irgendwo, vielleicht passt das, vielleicht passt das. Und deshalb kann man das erste Jahr abziehen von den 6 Jahren. Wir haben uns am Schluss aufgelöst, weil wir festgestellt haben, wir sind keine Selbsthilfegruppe mehr zum Thema. Wir treffen uns gerne. Wir haben uns hinterher auch noch getroffen. Wart ihr dann Freunde? Wir waren befreundet, ja. Ja. So. Und haben uns hinterher regelmäßig getroffen. Es war auch gut, die anderen zu treffen und zu wissen, die wissen von meiner Geschichte und diesen Zusammenhalt zu haben. Aber wir haben uns nicht mehr getroffen, um über das Thema zu reden. Ja. Ich möchte kurz einen kleinen Einschnitt machen, weil ich mich frage, nun bist du in der Bearbeitung. Ich glaube, die Menschen aus der Selbsthilfegruppe haben dann auch gemeinsam die Beratung gegründet. Daraus wurde dann Tauwetter der Verein. Ich möchte, bevor wir dorthin gehen, noch einmal zurückspringen zu deiner Familie, weil ich mich gefragt habe, ob du deinen Vater, nachdem du so viel Bearbeitung dann hast machen können, konntest du deinen Vater irgendwann konfrontieren? Es ist ein etwas komplexeres Ding. Ursprünglich hatte ich vor, ihn an seinem 60. Geburtstag vor der gesamten Verwandtschaft zur Rede zu stellen. Was hattest du dir vorgestellt zu sagen? Sinngemäß ging es darum, du hast mich als Junge missbraucht. Ich will, dass du heute hier vor allen Leuten dazu dich bekennst und da was dazu sagst. So. Daher, ich hatte gar nicht so lange Rede, irgendwo sowas im Sinn. Ich hatte auch keine Lust, da irgendwo mich nackig zu machen, alles Mögliche zu erzählen, was er getan hat. Er weiß es genau. Diese Voyeure da im Publikum geht es nichts an.
So, also Aber diese Ansage wolltest diese du machen. Ansage wollte ich ihm ganz klar machen an seinem 60., wenn alle da sind, dass er sich nirgendwo mehr rausreden kann, dass alle es wissen. Was ist dann passiert? Ich wollte meine Mutter vorbereiten und habe ihr das gesagt. Deine Mutter war in der Zwischenzeit getrennt, glaube ich, von deinem Vater. Die haben sich scheiden lassen. No? Und was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, wenn du das machst, bringe ich mich um. Für sie war es nach wie vor so, dass sie nicht dazu stehen konnte, dass sie die ganzen Jahre mit einem Täter zusammengelebt hat. Und sie hatte das Gefühl, wie steht sie da, die die ganze Zeit dazu beigetragen hat, diese Fassade der heilen Familie aufrechtzuerhalten, wenn das jetzt auffliegt. Das schlimm war für mich, vollkommen klar, das war ihr klar. Sie hat mir es auch geglaubt, aber da, wo es um ihr Ansehen ging, da war es plötzlich weg. Und das war für mich der Bruch mit ihr. Schreib mir jetzt in die Kommentare, was diese Folge bei dir auslöst. Ich freue mich riesig auf Austausch und bin sehr gespannt, von dir zu hören. Weil sie sich selbst in diesem Moment noch wichtiger eigentlich genommen hat als dich. Ja. Ist das Sie so? hat das fortgesetzt, was sie eigentlich schon mit mir als Jungen gemacht hat. Sie hat mich benutzt. Wenn sie Stress hatte mit dem Alten, hat sie mich dazwischen geschoben. Und dann war ich derjenige, der die Auseinandersetzung geführt hat und der auch die Prügel gekriegt hat. Also insofern können wir die Frage, hat sie es mitgekriegt, nochmal anders stellen. In dem Kontext, sie wollte es nicht wissen. Ja. Wie ist dann die Beziehung zu deiner Mutter weitergegangen? War beendet dann. Nach diesem Gespräch? Nach dem Gespräch wollte ich nicht mehr. Ich habe mir dann überlegt, was ich mit meinem Vater weitermache. Ganz kurz, das Gespräch mit deiner Mutter, sie bittet dich, das nicht zu machen, sie erpresst dich mit dem Selbstmord mehr oder weniger. Du entscheidest dich, darauf zu hören? Ja. Ich entscheide mich, darauf zu hören und bin nicht beim 60. gewesen. So. Und mit deiner Mutter hast du? Hat dann ähnlich wie mit meinem Vater vorher ganz, ganz viel auf Abstand, das habe ich ja schon gemacht und im Endeffekt den Kontakt so gut wie einschlafen lassen. Und gab es dann noch andere Versuche mit deinem Vater? Ja, ich hatte überlegt irgendwo, dass ich, wenn ich das nicht machen kann auf diesem Geburtstag, dass ich dann ihn, er hat ja noch diese Drogerie, in der Gegend plakatiere. Foto von ihm. Ich habe die ganzen Klassiker natürlich überlegt. Ne? So, also Foto von ihm mit einem Spruch darüber, dieser Mann hat mindestens einen Jungen sexuell missbraucht. Er betreibt die Drogerie da und da, da und da. Buff. So. Hast du es gemacht? Nein. Warum? Ich habe sehr viel Gedanken daran verbracht, nicht verschwendet, die waren nicht verschwendet. Nein, ich habe sehr viel Gedanken damit verbracht, das zu überlegen und zu planen. Weil ich musste dazu hinfahren, ich musste die Plakate haben. Ich habe einen Plakatentwurf gemacht, wusste, wo ich das drucken will, hatte eine Idee, wie ich hinfahre und so weiter und so fort. Und habe gemerkt, es wird immer mehr, was ich tun muss dafür. Natürlich geht es darum, ich kann das nicht alleine machen, ich brauche Leute, die mich unterstützen und. Also es wurde irgendwann zu komplex? Es wurde sehr komplex und ich habe dann festgestellt, das ist dieses Arschloch doch nicht wert. Und du hast dich dann, Du kürzt ab, ich kürze ein bisschen ab, Tommy, verzeih mir, weil ich will unbedingt noch zu einem Punkt gleich kommen, der mir ganz wichtig ist. Du hast dich dann entschieden, was anderes zu machen. Etwas anderes zu machen. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, verhältnismäßig kurz, sinngemäß so, du brauchst nicht zu denken, dass ich vergessen habe, was du mir als Junge angetan hast. Ich gebe dir jetzt 6 Wochen Zeit, dazu Stellung zu nehmen, bevor ich mir überlege, was ich weitermache. Wie hast du es verschickt? Per Einschreiben mit Rückschein. Und der Rückschein? Ist angekommen mit seiner Unterschrift, habe ich heute noch. Und was war seine Antwort? Keine. Keine Reaktion. Es war vollkommen richtig, das mit Rückschein und Fristsetzung zu machen, weil ich wusste, er hat es gekriegt. Irgendwann war die Frist vorbei. Dann konnte ich überlegen, okay, und was machst du damit? Und ich habe festgestellt, dass etwas, was vorher schon stattgefunden hat, nämlich, er ist es nicht wert. Er war für mich gestorben. Wenn ich mitgekriegt hätte, dass er irgendwo noch Zugriff auf andere Kinder hätte, das wäre was anderes gewesen. Da wäre ich sehr schnell auf der Matte gewesen.
Meine Schwestern wussten alle Bescheid. Nach meiner Einschätzung, über sie wusste ich auch, was er macht, wo er ist. Nach meiner Einschätzung hatte er keinen Zugriff auf andere Kinder. Und von daher, was habe ich mich mit so einem Schweinebuckel abzugeben? Wie ist die Beziehung zu deinem Vater und deiner Mutter heute? Sind tot. Also ich habe irgendwann gehört von einer meiner Schwestern, dass mein Vater gestorben ist. Sie druckste so ziemlich rum. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das sagen soll, ob du das hören willst und so. Und ob ich vielleicht zur Beerdigung kommen will. Aber bitte nein, ich muss nicht und so weiter. Ich habe gesagt, nein, ich weiß nicht, warum ich zur Beerdigung kommen soll. Die Leute, die mit ihm was Positives verbinden, für die ist die Beerdigung da. Wenn ich da hingehe und spucke ins Grab, was findet denn da statt? Da bin ich mit Leuten konfrontiert irgendwo so, die ein anderes Bild von ihm haben. Da habe ich eine Auseinandersetzung, die ist nicht meine. So. Und das war's. Und meine Mutter ist später gestorben, wesentlich später, war schwer krank und ich hatte über meine Schwestern immer noch so lose Kontakt, wusste, was bei ihr los ist. Und ich bin dann noch einmal, weil sie das wollte, weil es ihr sehr, sehr wichtig war, zu ihr hingefahren, sie besuchen. Das war eine alte Frau, der ich einen Gefallen getan habe. So kam es mir vor. So, da spricht nichts gegen. Das hat ihr geholfen, das hat sie gefreut. Aber das war's. Da war nichts irgendwo an Verbindung noch da. Und offensichtlich war es so, dass das etwas war, was sie brauchte, um loslassen zu können. Und der ist ein paar Wochen später gestorben. Ja. Das ist ihr Leben. Sie haben es vor die Wand gefahren, alle beide. Und ich kann nur froh sein, dass ich da rausgekommen bin. Ja. Und Tommy, du bist nicht nur rausgekommen, sondern du hast auch ganz viel dabei aufgebaut. Ich versuche nochmal den Schwung zu nehmen. Aus der Selbsthilfegruppe ist ein Beratungsangebot entstanden. Ja. Aus dem Beratungsangebot dann irgendwann der Verein Tauwetter, 97 oder so, glaube ich. Aha. Oder jetzt 30 Jahre insgesamt, glaube ich. Gibt es aktivistische Arbeit irgendwie um dich herum? Eigentlich das ist mir irgendwann aufgefallen, Aktivismus von Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt für mich nicht zu trennen. Du kannst ja irgendwo früh anfangen, irgendwo dieses sich wehren, etwas nicht hinnehmen und gerade stehen. Da fängt es ganz, also in der Auseinandersetzung mit meinem Vater, ganz persönlich irgendwo so, aber auch nicht bereit sein hinzunehmen, wenn anderen Unrecht passiert und mich einzumischen und Position zu beziehen. Und insofern, und dann ging es irgendwo weiter. Ja, ich konnte tausendfach das erklären irgendwo. Dieser Typ, der da in der HJ aufgewachsen ist irgendwo, wie der zu so einem Arschloch geworden ist, konnte ich mir sehr gut erklären. Aber entschuldigt das ihn? Und was sind das für Verhältnisse? Wie sind die Verhältnisse heute? Das heißt, der Versuch, sexualisierte Gewalt zu verstehen und zu durchdringen, warum das passiert und wie sich das fortsetzt und immer weitergeht und warum es immer wieder so viele Betroffene gibt, der ist immer bei mir mit da gewesen. Und dann diese Solidarität, die ich erfahren habe, die natürlich keine Einbahnstraße ist. So. Also das sind so Sachen gewesen, irgendwo so, ich konnte das eigentlich, für mich ist die Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt das ist immer Teil davon gewesen. Und Bearbeitung im engeren Sinne, Bearbeitung meiner Wunden, da war das etwas ganz Wichtiges auch mit. Ich möchte kurz einmal, damit man sich das als zuhörende Person vielleicht auch nochmal vorstellen kann, ihr stoßt Selbsthilfegruppen an. Ja. Mittlerweile über 50? Genau, ja, es sind mittlerweile über 50. Es ist jetzt 2, manchmal 3 Gruppen pro Jahr. Wir veröffentlichen Artikel, wir machen Veranstaltungen. Ihr beratet? Wir beraten natürlich, sowohl betroffene Männer als auch alle, die sonst irgendwie das Gefühl haben, sie können von dieser Beratung profitieren. Also wir haben nicht irgendwelche Männlichkeitsanforderungen, die wir denen stellen, die zu uns kommen. So. Ich mit dem Podcast übrigens auch nicht. Ich glaube, das ist so
Das kann leicht missverstanden werden, Ja. wenn man also versucht, so einen Raum aufzumachen, in dem Männer sich erstmal auch gesehen fühlen. Ja. Heißt aber nicht, dass die anderen ausgeschlossen sind. Ja. Ich glaube, das gilt so. Das ist einfach der große Unterschied, wenn du dir anguckst, Frauen und dieses gesellschaftliche Machtverhältnis, dann sind die Frauen einfach diejenigen, die hier immer noch den Kürzeren ziehen. Und Gender Pay Gap ist, weiß der Kuckuck was. Also braucht es auch Schutzräume für Frauen. Ja. Schutzräume für Männer würde ich ein Fragezeichen hintermachen. Es braucht Entwicklungsräume für Männer. Es braucht Räume, wo wir was machen können. Aber Schutzräume, sorry, das ist etwas anderes. Ja, finde ich mag das Bild sehr. Entwicklungsräume für Männer finde ich richtig gut. Fühle ich mich auch zu Hause. 30 Jahre Aktivismus zum Thema sexualisierte Gewalt in der Kindheit. Wie blickst du darauf? Wie gehst du raus? Ich habe heute da gesessen und habe eine Abschiedsmail geschrieben an den ganzen Bekanntenkreis und so weiter. Und dabei ist mir ein Bild eingefallen. Wenn wir heute diskutieren, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, wie viel wir erreicht haben oder nicht, dann gibt es einen großen Unterschied zu früher. Wir haben heute ein Glas zum Befüllen. Eigentlich haben wir wahnsinnig was erreicht. Nein, sexualisierte Gewalt ist nicht abgeschafft. Sie ist auch höchstwahrscheinlich nicht zurückgegangen in den Zahlen. Diese ganzen Bemühungen, was irgendwo so immer in der großen Politik stattfindet mit Prävention und Schutzkonzepte und so weiter, alles richtig, notwendig, sinnvoll, verkürzt Wege. Machen wir uns doch nichts vor. Die Täter wissen, was sie tun und werden sich neue Schlupfwege suchen, werden neue Strategien entwickeln und werden sich wieder anpassen. Die Ursachen, warum Menschen zu Tätern werden, sind nicht angegangen. Eine Gesellschaft, in der Egoismus immer noch ganz oben steht, das freie kapitalistische Prinzip der Ellbogen tobt und so weiter und so fort. Herrgott, was erwarten wir denn? Aber andersrum, es ist heute bekannt, dass Jungen sexualisierte Gewalt erfahren. Und es wird langsam auch bekannt, dass das auch erwachsenen Männern passiert. Das heißt, wir haben ein Glas. Wir haben eigentlich tierisch was erreicht. Und dieses Glas wird jetzt gehalten von einem Kollektiv? Ja. Ich glaube, das ist was... Das ist eine der tollsten Sachen, die ich bei Tauwetter erleben durfte. Ich wollte immer in die Richtung, wir haben es nicht geschafft. Jahrelang habe ich teilweise bei Tauwetter alleine gearbeitet, aber wir waren zu zweit. Dann waren die Strukturen zu verschiemelt, zu unklar. Vor 3 Jahren haben wir einen Neuanfang gemacht. Wir haben endlich uns als Kollektiv zusammengefunden mit 9 Leuten und die übernehmen das jetzt und führen das fort. Und das ist einfach toll. Das ist ein Gefühl irgendwo, wow. Also hier ist es, nehmt's. So. Tommy, 5 Tage noch, dann ist dein letzter Arbeitstag. Bevor ich frage, wie es für dich weitergeht, glaubst du wirst es aushalten? Ja. Ja. Ja, ich weiß, dass ich es aushalte, weil es hat immer mehr gegeben als nur Tauwetter. Viele kennen mich nur von Tauwetter und denken deshalb, dass Tauwetter alles ist. Ich habe ja auch oft irgendwo dann Sachen schieben können, hin und her gemacht und habe dann am Wochenende noch irgendwas gemacht, irgendwo tauchte auf für Tauwetter oder so. Und dann dachten die Leute natürlich, der macht das 48 Stunden am Tag. Quatsch. Ich habe immer darauf geachtet, dass es noch mehr gibt. Okay. Dass ich paddeln gehe, dass ich in Höhlen gehe, dass ich klettern gehe. Das habe ich immer gemacht, das werde ich weitermachen. Ich kann ohne Tauwetter leben, ja. Und wie geht es jetzt weiter für dich? Was sind deine... Ich werde erstmal nach Frankreich fahren. Ich möchte gerne die ganze Loire runter paddeln. Okay. Einmal so einen 1000 Kilometer Fluss und wirklich Zeit haben und zu treiben und nichts irgendwo so, in 3 Wochen muss ich wieder dies oder das oder jenes, sondern wirklich Ende offen. Dann mal gucken, weiter nach Südfrankreich, vielleicht noch auf die Dordogne, vielleicht noch nach Spanien rüber. Und wenn ich da in einem halben Jahr keine Lust habe, wieder zu kommen, dann hänge ich noch was dran. Und wenn es mir nach 3 Monaten zu viel ist, dann komme ich früher wieder. Also so ein Gefühl von wirklich, ich kann treiben lassen, ich kann laufen lassen, das ist total angenehm. Und wenn ich in einem Jahr das Gefühl habe, ich will noch mal zum Thema was machen, dann setze ich mich dann hin und mache was. Aber das muss ich nicht jetzt planen. Die Zeiten, wo ich irgendwelche festen Zusagen gegeben habe dazu, nö, das nicht mehr.
Thomas Schlingmann, es sei dir gegönnt, lieber Tommy. Ich möchte dir nochmal persönlich auch vielen Dank sagen. Deine Arbeit hat auch mein Leben verändert. Ich kann mir vorstellen, dass deine Arbeit das Leben von ganz vielen Menschen verändert hat, zum Besseren. Und dafür sage ich Dankeschön. Und ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir uns nach ganz vielen Reisen von dir vielleicht auch hier nochmal wiedersehen. Keine Einwände, du darfst jederzeit anfragen und vielen Dank. Und ich hoffe, dass es was bewirkt hat, was ich gemacht habe, weil darum ging es ja im Grunde, was zu verändern. Und das ist das, was zählt, aus dieser Ohnmacht rauskommen und ins Verändern kommen. Ganz bestimmt, Tommy. Thomas Schlingmann, vielen Dank. Danke dir. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wer mehr erfahren möchte zu Tauwetter, findet Informationen unter tauwetter.de. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Schreibt mir gerne und erzählt euren lieben Menschen von der Sendung. Alles Gute, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sehen und hören uns nächsten Mittwoch. Wenn du uns unterstützen möchtest, lass jetzt ein Abo da, lasse ein Like da, schreibe einen Kommentar, sag mir, was diese Folge mit dir gemacht hat und vor allem erzähl deinen Freunden davon auf Social Media, in der Mittagspause. Sprechen hilft. Jede 7. Person in Deutschland ist betroffen. Je mehr wir sprechen, desto leichter wird's. Vielen Dank, bis nächste Woche. Euer Spielverderber.